Ihr Lieben, außerhalb der Zeit, so fühlt man sich, wenn man eine geliebte Seele im Hier und Jetzt verloren, verabschiedet hat. Ja, wie aus der Zeit gefallen, während sich die Welt da draußen irgendwie weiterdreht, als wäre nichts gewesen. So viele mussten sich verabschieden in der letzten Zeit und auch wir alle werden uns irgendwann verabschieden müssen. Und ja, wie außerhalb der Zeit fühlen sich so viele jetzt. Denn etwas ist dabei, sich spürbar zu verändern, sich grundlegend zu wandeln. Alles spitzt sich immer mehr zu um uns herum. Die Energien, Umbrüche und Veränderungen in der Atmosphäre, der Kataklysmus dieser Erde und das Geschehen in dieser Welt. Und ja, es ist dieses immer stärker werdende Gefühl, das so viele jetzt haben, nicht mehr in diese verrückte Welt zu gehören, am falschen Ort zu sein, sich immer fremder zu fühlen und auch dieses Gefangensein in den alten Systemen wird für viele immer unerträglicher. Die Dichte, der Druck und der immer stärker werdende Drang, sich daraus zu befreien. Fast fühlt es sich an wie eine Endzeitstimmung tief in uns drin. Und so ist es auch, denn die alte Zeitlinie löst sich auf. Und das geht jetzt immer schneller. Nichts ist wie jemals zuvor, was man auch an den Energien erkennen kann. Große Umbrüche kündigen sich an. Und es wird nicht nur gefühlt immer schwerer, sich in der alten Matrix zu bewegen, sodass wir jetzt ganz stark gefordert sind, wir alle, uns in unserem ganzen Sein auf eine neue Zeit einzustellen und diese bewusst mit zu erschaffen. Alles strebt jetzt immer stärker nach Ausgleich, all dessen, was schon so lange nicht mehr im Gleichgewicht ist. Und nein, wir können es nicht mehr ignorieren, nicht mehr verdrängen, denn wir sind schon spürbar mittendrin. Zwischen den Zeiten, zwischen den Welten, zwischen dem Alten, das immer mehr wegbricht und dem Neuen, das noch nicht richtig da ist. Oh ja, diese Zeit des großen Wandels, jetzt ist es, die uns alle ziemlich fordert. Doch wisse, mit jedem Sonnensturm, jedem Portal, das sich auf der Sonne öffnet, werden massive kosmische Lichtwellen zur Erde gesendet, die unser Herz, unsere Zellen mit sehr hohem kristallinen Licht fluten. Der Polsprung setzt sich weiter fort und das merken wir nicht nur in der Atmosphäre und auf Mutter Erde, sondern auch in uns. Es sind die sehr hohen Energien und massiven energetischen Veränderungen, die damit einhergehen, die unseren Körper gewaltig fordern. Die Umkehr der Tages- und Nachtenergien und die teils extremen Schwankungen im Magnetfeld, die auf uns wirken, uns hin und her wirbeln und uns teils regelrecht erschüttern können. Denn natürlich geht das mit den entsprechenden Symptomen einher, die ich in meinen Energie-Updates immer wieder beschreibe. Da mit diesen hohen Frequenzen das Zellgedächtnis aktiviert wird, unsere DNA sich mehr und mehr erweitert, unsere Nervensysteme sich neu einschwingen, neue neuronale Verknüpfungen entstehen und unser ganzer Körper sich an diese immensen energetischen Veränderungen anpassen muss. Ja,
Es finden große Umbauprozesse in allen Systemen statt. Und das spüren wir deutlich. Aber auch die Unruhe in Mutter Erde, die ein lebendiges Wesen ist, mit der wir in unserem ganzen Sein leben und unserem Ursprung tief verbunden sind und deren Herzschlag durch uns und in uns pulsiert. Wenn du also diese innere Unruhe auch in dir immer wieder spürst, Schmerzen, Schwindel, Druck und Unruhe im Herzen, wenn du dich erschöpft fühlst und auch die Nächte dich nicht wirklich zur Ruhe kommen lassen, dann ist das kein Zeichen von Schwäche. Nichts ist falsch an dir. Und auch wenn Tränen plötzlich fließen, Ängste hochkommen, Emotionen Achterbahn fahren, plötzlich aufbrechen, ist es, weil wir so viel Altes, Überholtes jetzt loslassen müssen. Auf diesem Weg in eine völlig neue Zeit. Und weil auch Mutter Erde sich befreit, ihre Portale öffnet, einen riesigen Reinigungsprozess durchläuft, genau wie wir, über unsere Zellen, unser Bewusstsein, das sich immer mehr über unser altes Sein und Wissen erhebt. Oh ja, die Sonne treibt diesen Prozess jetzt ganz stark voran. Und mit jeder kosmischen Welle, die jetzt zu uns kommt, löst sich mehr und mehr dessen, was nicht mehr im Einklang ist. Es ist der Prozess der tiefgreifendsten Transformation, in dem wir sind. Dieser Wandel, den wir und Mutter Erde jetzt durchleben und der nicht aufzuhalten ist. Aus dem Chaos will eine neue Ordnung entstehen. Und mit den hohen kosmischen Lichtwellen, die uns jetzt immer wieder fluten, erhöht sich auch unser Bewusstsein immer mehr. Aber auch die Schatten kommen damit zum Vorschein. All das, was dem entgegensteht. Denn nur indem wir uns der Dunkelheit bewusst werden, können wir das Licht auch wahrhaft sehen. Jedoch ist es auch genau das, was jetzt mehr und mehr unterdrückt wird. Ja, auch das können wir spüren. Die Manipulationen der alten Matrix, die uns gefangen halten will. Wundere dich deshalb nicht, wenn du dich vielleicht oft einsam fühlst, traurig, fremd in dieser alten Welt, weil deine Seele sich erinnert und sich wie Mutter Erde immer mehr nach Frieden und Heilung sehnt. Und nein, all das geschieht nicht im Lauten da draußen, nicht im Wollen, nicht im Funktionieren, sondern in der Stille, tief in dir drin, wo die Seelen uns rufen, zurückzukehren zu unserem Ursprung, zu unserer wahren Kraft und Liebe und zu dem, was unsere wahre Bestimmung hier ist. Wir alle sind hier, um das Göttliche auf diese Erde zu bringen, im Einklang mit der Schöpfung und für alles Leben, das uns umgibt. Und damit sende ich alles Liebe zu euch, eure Silvia. Und wenn du jemanden kennst, dem es nicht gut geht und dem diese Worte vielleicht helfen können, dann bitte ich dich, diese zu teilen, um auch anderen bewusst zu machen, dass nichts falsch an ihnen ist, sondern ein kosmischer Prozess des Erwachens und der großen energetischen Veränderungen, den wir jetzt
erleben.